Er ist promovierter Diplompsychologe und studierte Freizeit- und Tourismuswissenschaften und coacht seit vielen, vielen Jahren erfolgreich Führungskräfte in vielen Ländern der Welt. Er ist ausgezeichneter globaler Speaker mit Auftritten von China, Italien, Island, Irland und noch viele, viele Länder mehr. Und was mich besonders fasziniert, ist, dass er neben seinem Studium als Diplompsychologe angefangen hat als Fahrschulunternehmer. Das heißt, er ist einer der wenigen, die wirklich unternehmerische Erfahrung kombinieren können mit psychologischer Expertise. Herzlich willkommen im Traumbusiness-Podcast Dr. Frank Hagenow. Frank. Vielen Dank. Schön, dass sehr es geklappt freundlich, hat, ja. dass wir uns hier in Venedig bei dir im kleinen Studio treffen und austauschen können. Ja, freut mich auch. Frank, du sprichst vor vielen Führungskräften und coachst sie auch. Was hat sich aus deiner Sicht in den letzten 1,5 Jahren durch die Corona-Krise verändert für die Führung? Also ich glaube, mit der Führung ist das schwieriger geworden, weil viele Dinge einfach so unvorhersehbar geworden sind. Okay. Also gerade durch diese Pandemie, die wir hatten, war völlig klar, wir können eigentlich nur auf Sicht fahren. Und Führungskräfte, die oftmals ja dafür bezahlt werden, dass sie wissen, wo der Weg hingeht, ja, und wie man da hinkommt und wie die Ziele sind und wie man sie definiert, standen genauso ratlos davor. Ja, ja. Und mit dieser Unsicherheit umzugehen, ist einerseits für die Führungskräfte total schwierig. Okay. Also sich selber tatsächlich auch zu erlauben, ja, ich weiß jetzt auch nicht immer alles. Okay. Ja. Und zum anderen so etwas wie eine Teamleitungskompetenz zu entwickeln, wo es gelingt, mit dem Team trotz dieser unsicheren Zeiten im Kontakt zu bleiben, zu schauen, wie geht's denen, was können die mir berichten, was können die beisteuern, was kann ich da reinbringen. Also noch mehr sich auf Augenhöhe zu treffen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung jetzt. Nun hast du 2 Bücher geschrieben, unter anderem auf Englisch heißt es Leadership Without Leadership Mind Games. Without Mind Games, genau, Dankeschön. Und auf Deutsch Führen ohne Psychotricks. Ja, genau. Warum ist das gerade jetzt so wichtig, die Psychotricks wirklich wegzulassen? Also es war schon immer wichtig, wenn ich eine langfristig vertrauensvolle Beziehung eingehen wollte zu Mitarbeitern und Kunden, war das schon immer wichtig. Aber jetzt, wo wir so viel kurzfristigen Wandel haben, ist das noch wichtiger, weil ich ja möchte, dass ich mein Team auch nach der Krise noch irgendwie beieinander habe. Okay. Also Menschen müssen mir vertrauen, wenn ich möchte, dass sie langfristig mit mir arbeiten und ich langfristig auf sie bauen kann. Okay, wie kriege ich das hin, dass sie mir vertrauen als Ja, Führungskraft? also ein Tipp ist ja immer schon mal auf psychologische Tricks, auf Manipulation zu verzichten. Okay. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Wenn ich damit aufhöre, dann habe ich eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um ein Klima zu etablieren, in dem sich Vertrauen entwickeln kann. Was glaubst du nach deiner Erfahrung, wie viel Prozent der Führungskräfte verwenden auch solche Tricks? Also ich glaube, das sind schon auch einige, insbesondere wenn ich Mitarbeiter höre. Ja. Also als ich mein Buch geschrieben habe, haben viele zu mir gesagt, was schreibst du da für ein Buch? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, das heißt Führen ohne Psychotricks im Deutschen. Und dann sagten viele zu mir, oh, das ist ja toll. Tolles Thema, super Titel, kaufe ich sofort, wenn das raus ist. Okay. Und dann schenke ich es aber meinem Chef. Okay, aber der muss das lesen. So, ja? Klar. Also das heißt, viele Menschen haben offensichtlich schon negative Erfahrungen gemacht mit Manipulation, mit manipulativen Chefs. Und ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und irgendeine Zahl sagen wollen, aber auf jeden Fall sind es noch zu viele. Okay, ja, kann ich mir gut vorstellen. Man hat ja Vertrauen auch sehr, sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ich glaube, woher soll das Vertrauen kommen, wenn ich mir selber nicht vertraue? Und auch Leadership hat was mit Self-Leadership zu tun. Ja. Was mache ich denn als Führungskraft, um wirklich mir selber vertrauen zu können? Ja, also das ist ja ein Stück weit auch das Selbstverständnis, was ich als Führungskraft habe. Klar. Viele Führungskräfte, die ich auch gecoacht habe, haben oftmals so einen Punkt, dass sie sagen, ich darf eigentlich nach außen hin keine Unsicherheit zeigen. Und keine Schwäche zeigen, nicht verletzbar sein. Auch wenn es mir selber nicht gut geht, wenn ich selber das Gefühl habe, ich schwimme im Moment und ich bin ratlos oder verzweifelt oder hilflos auch in der Situation, ohnmächtig, dann sind das alles Haltungen, Emotionen, die mit meinem eigenen Selbstverständnis als Führungskraft nicht so viel zu tun haben. Also halte ich das mal diskret zurück. Also trage ich meine Rüstung, mein Nadelstreifenanzug und nach außen hin
tue ich zumindest Ja, so, ja, als ja. wenn ich Bescheid weiß. Ja, ja. Das endet für viele in einer Depression, Ja, okay. weil dieses ständige Abspalten von inneren, Ja, klar. ungeliebten Ja, Anteilen ja, ja, und ja. nach außen irgendeine Fassade zu wahren, das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann nicht mehr. Okay. Und endet dann in einer Depression oder in einem Burnout oder was auch immer. Okay. Also der erste Schritt, du hast es ja gesagt, Selbstführung, ist einfach auch anzuerkennen, dass ich auch als Führungskraft Schwächen haben darf. Ja, okay. Ja, nicht Ja, nur von ja. mir selber, sondern das darf ich auch nach außen bringen. Und oftmals werde ich an der Stelle dann auch für Mitarbeiter, auch für meine Vorgesetzten, tatsächlich als Person noch viel konturenscharfer, Greifbarer und glaubwürdiger, ja, genau. und menschlicher, Ja, ja, glaubwürdiger, ja, ja, ja. vertrauenswürdiger, ja, weil natürlich jeder weiß, es gibt keine Supermänner oder Superfrauen. Lass uns das mal übertragen jetzt auf die Berater. Du bist als Speaker tätig, ich bin öfters als Speaker tätig, noch viel mehr als Trainer und Coach. Auch Berater haben ja oft den Anspruch, ich muss alles wissen. Ich Ja. muss nach draußen einen großen Zampano darstellen. ja. Und ich habe die besten PowerPoint-Folien und ich Ja. weiß alles, Ja. weiß genau, wo es lang geht. Stimmt ja nicht. Also, was müssen die Berater und Trainer denn für sich selber akzeptieren, Ja. um das ja für sie, auf sich zu übertragen? Ja, also ich habe ja auch viele Manager gecoacht und eines meiner wichtigsten Erkenntnisse oder eins meiner wichtigsten Interventionstools, wenn du Ja, so ja, willst, ja. war der Satz, ja, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Weil das ganz oft an so einen Punkt kommt, dass dich dein Coachee mit großen Augen anguckt und jetzt von dir Wissen wir, wie es geht. eine super Lösung erwartet. So, ja? Ja. Und dann in dem Moment tatsächlich authentisch zu sagen, ja, da bin ich im Moment auch mit meinem Latein am Ende. So. Hat zwei Dinge. Das eine ist, es ist unheimlich entlastend für Klar. einen selbst. Ja. Und zum anderen entsteht jetzt wieder in der Beziehung mit dem Coachee etwas wie, okay, nun wissen wir im Moment beide nicht weiter, was machen wir jetzt Lass mit uns der gemeinsam Situation? das herausfinden. Lass uns jetzt gemeinsam Ja, auf diese ja, ja, Situation ja, genau. gucken, mit unserer momentanen Ratlosigkeit Ja, ja, ja. und schauen, wie gehen wir damit um. Und dann entsteht wieder plötzlich was Neues. Okay, wenn ich das jetzt mal, dieses Nicht-Wissen, was auf uns zukommt, das übertragen auf unsere Branche. Mein Podcast heißt ja Traumbusiness für Berater, Trainer, Coaches und Speaker jenseits der 50. Ja. Du gehörst ja auch schon zu dieser Altersgruppe. Glücklicherweise für mich. Nett, dass du das jetzt so unverblümt ansprechen magst. Ganz Ja, knapp drüber. Ja, genau. So, was würdest du denn unseren Kollegen empfehlen, damit sie wirklich ihr Traumbusiness auch jenseits der 50, vielleicht sogar jenseits der 60 noch mit Freude leben können? Traumbusiness ist ja etwas sehr Subjektives. Und zu schauen, was ist eigentlich mein Traumbusiness, wäre wahrscheinlich der erste Schritt. Ja. Wo möchte ich gerne hin? Ja, klar. So. Und dann zu schauen, was hindert mich da hinzukommen. Okay. Also, was brauche ich noch? Ja. Und oftmals, wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, oftmals ist es eben auch so, dass ich, wenn ich ein Traumziel, ein vermeintliches Traumziel erreicht habe, Ja. dass ich dann feststelle, ja, jetzt ist der Traum erfüllt, aber so richtig erfüllt bin ich davon noch nicht. Ja. Und dann ist es auch gut, diesen Traum ein Stück weit zu leben, aber dann auch wieder ad acta zu legen und zu sagen, okay, das war jetzt ein Traum, aber das ist noch nicht die Erfüllung, die ich mir so erhofft habe. Oder vielleicht die Reise an sich als Traumbusiness aufzufassen. Ja. Also, okay, ich nehme den Weg als Ziel Ja. und versuche den Weg zu leben. Ja. Das wäre so meine. Genau, aber das wäre eine Genau, Umdefinition. ja, genau. Ne? Das ist Zu nicht nur sagen, der klassische Traum, den Ja. einmal erfüllen. Ja, genau. Und das ist genau, warum ich sage, ich nehme euch mit auf die Reise zu eurem Traumbusiness. Ja, genau. Das wäre so das, wo ich einzuladen möchte. Frank, vielen, vielen Dank für diese kurze Inspiration. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du zugesagt hast, noch ein viel längeres Interview zu machen. Machen das findet wir. ihr, liebe Hörer, auch auf dem Kanal hier. Und dann haben wir wirklich viel Zeit miteinander zu verbringen. Und erstmal vielen, vielen Dank heute. Freuen wir aufs nächste Mal, Frank. Es war mir ein Vergnügen, lieber Jörg. Dankeschön. Dankeschön.